Heute erwartet uns ein 11-stündiger Direktflug nach Los Angeles, der aber durch spektakuläre Aussichten wie auf das von der Wintersonne nur kurz gestreifte Grönland nie langweilig wird. Später sorgen eindrucksvolle Tiefblicke auf den Lake Powell für Unterhaltung. Aufgrund einer 9-stündigen Zeitverschiebung erreichen wir unser Ziel bereits gegen Mittag. Zur Akklimatisierung und Gewöhnung an den Zeitunterschied haben wir in Los Angeles 2 Übernachtungen im Stadtzentrum eingeplant. Da die Ausdehnung der Stadt riesig ist und sich Downtown LA stattliche 32 Kilometer vom Flughafen entfernt befindet, nutzen wir den Flyaway-Bus, der die Union Station im Stadtzentrum ohne Zwischenstopp anfährt und hierfür nicht mehr als eine halbe Stunde benötigt. Von der Bushaltestelle Union Station aus lässt sich unser im Herzen des Stadtzentrums gelegenes Hotel in nur wenigen Minuten per U-Bahn erreichen. Der Rest des Tages dient vor allem der Erholung von den Reisestrapazen und verläuft ohne größeres Besichtigungsprogramm in der unmittelbaren Hotelumgebung. Dies ändert sich natürlich sogleich am nächsten Tag, an dem wir nach einer wiederum kurzen Metrofahrt nochmals das eindrucksvolle Bahnhofsgebäude der Union Station, diesmal aber natürlich ohne unser Gepäck, in Augenschein nehmen wollen. Der 1939 erbaute letzte große Bahnhof der USA strahlt auch heute noch im kombinierten Stil der spanischen Klassik und dem modernistischen Art Deco. Der glänzende Marmorfußboden, die schweren Ledersessel und die elegante Kassettendecke mit den riesigen Leuchtern tragen dazu bei, eine überaus gediegene Atmosphäre zu schaffen. Direkt gegenüber des Bahnhofsgebäudes befindet sich El Pueblo, die historische Geburtsstätte der 1781 von 44 Siedlern aus dem heutigen Mexiko gegründeten Stadt. Die autofreie Plaza mit dem schmiedeeisernen Gazebo ist umgeben von historischen Gebäuden wie dem Pico-Haus, dem ehemaligen mexikanischen Gouverneursgebäude, 1870 noch das erste dreistöckige Bauwerk der Stadt. Die 1930 angelegte Olvera Street mit den zahlreichen Buden, Läden und Restaurants würdigt in besonderem Maße das mexikanische Erbe der Stadt. Von El Pueblo aus geht es nun zu Fuß weiter zur nächsten interessanten Sehenswürdigkeit, dem imposanten Rathaus der Stadt. Danach spazieren wir aussichtsreich durch den schön angelegten Grand Park und treffen an dessen westlichem Ende auf die extravagante Walt Disney Concert Hall. Die 1928 erbaute City Hall war bis 1964 das höchste Gebäude der Stadt und überstand eine ganze Reihe von Erdbeben unbeschadet. Die eigentlich vorgesehene Auffahrt auf den Rathausturm per Lift mit seiner höchst vielversprechenden Aussicht fällt leider den noch geltenden Corona-Einschränkungen zum Opfer. Vom Rathaus geht es nun unmittelbar weiter zum Grand Park, von wo aus man schöne Ausblicke auf die Skyline der Innenstadt genießt. An einer schönen Brunnenanlage am westlichen Ende des Parks blickt man linker Hand auf das ehemalige Konzertgebäude der Philharmonie, das 2003 durch die futuristische Walt Disney Concert Hall ersetzt wurde. Das Gebäude aus rostfreiem Stahl hat die Form eines großen Segelschiffes mit gebogenen und gewellten Umrissen. Leider ist auch hier zu unserem Besuchszeitpunkt eine Innenbesichtigung nicht möglich. Der überaus reizvolle Ausblick auf die im Sonnenlicht glitzernden Wolkenkratzer der Innenstadt lockt uns nun wieder zurück ins Zentrum der Stadt, das wir nach einer kurzen U-Bahn-Fahrt rasch und bequem erreichen.
Zu Fuß geht es dann weiter zum Pershing Square, wo sich neben einem Blick auf die beeindruckende Skyline vor allem ein Besuch des ehrwürdigen Millennium Biltmore Hotels anbietet. Anschließend ist noch eine kurze Ruhepause in unserem Hotel angesagt. Der Pershing Square befindet sich im Herzen des Stadtzentrums und liefert attraktive Aussichten auf die umgebenden Wolkenkratzer. Auch deutsches Kulturgut erfährt hier eine gebührende Würdigung. Wir wenden nun unsere Aufmerksamkeit dem im Vordergrund befindlichen Millennium Biltmore Hotel zu, dessen Eingang wir inmitten der Häusertürme erst einmal finden müssen. Das Hotel gehört zu den historischen Kulturdenkmälern der Stadt und wurde 1923 im spanisch-italienischen Renaissance-Stil erbaut. Nach der kurzen Ruhepause in unserem Hotel gilt dann das Motto „Auf nach Hollywood“. Mit einer 20-minütigen U-Bahn-Fahrt erreicht man auf direktem Weg die Metrostation Hollywood Highland mit unmittelbarem Zugang zum Hollywood Boulevard. Hier besichtigen wir natürlich die berühmten Lichtspieltheater wie das Chinese Theater und das El Capitan. Dann folgen wir dem sogenannten Walk of Fame mit den nahezu 2000 in das Pflaster eingelassenen Sternen bis zum berühmten Aufnahmestudio Capitol Records. Von der Metrostation Hollywood Vine geht es anschließend wieder zum Hotel zurück. Natürlich gibt es in Hollywood auf und neben der Straße jede Menge zu entdecken. Hierzu gehören unter anderem natürlich auch die berühmten Lichtspieltheater. Das Dolby Theater ist seit 2002 Veranstaltungsort für die alljährlich stattfindenden Oscar-Verleihungen. Nicht minder berühmt ist das Chinese Theater mit seinem imposanten Eingangstor. Schon seit Stummfilmzeiten wird es als Premierenkino genutzt. Die größte Bekanntheit erlangte das Etablissement vor allem durch die zahlreichen Hand- und Fußabdrücke berühmter Hollywood-Stars in den Betonplatten des Vorhofs. Weiter geht unsere Entdeckungsreise entlang dem Walk of Fame, wo man natürlich ständig auf der Suche nach bekannten Namen ist. Gegen Ende unseres Spaziergangs erreichen wir das berühmte Tonaufnahmestudio Capitol Records, das einem Stapel Singleschallplatten nachempfunden sein soll und erstmals von Frank Sinatra genutzt wurde. Naheliegend ist, wer vor den Toren dieses Gebäudes verewigt wurde. Mit einem Blick auf die umgebende Hügellandschaft mit dem berühmten Schriftzug verabschieden wir uns von Hollywood und begeben uns zur Rückfahrt in die Metrostation, die sich dekorativ ganz im Filmstyle präsentiert. Am nächsten Tag steht nun nur noch die Fahrt zum Hafen zur Einschiffung in unser kommendes schwimmendes Domizil an. Der Silver Line Express Bus fährt direkt neben unserem Hotel ab und benötigt für die knapp 40 Kilometer lange Strecke lediglich 45 Minuten und das zu einem Fahrpreis von nur 2,50 $
unschlagbar im Vergleich zum Taxi. Direkt am Hafen steigen wir aus und erreichen nach einem kurzen Fußweg unser dort bereitstehendes Schiff. Noch vor der Einschiffung ist jedoch neben der Vorlage eines Impfnachweises noch ein Corona-Test ohne Befund zu durchlaufen, bevor wir endgültig die Erlaubnis erhalten, uns an Bord des verlockend im Sonnenlicht glänzenden Schiffes zu begeben. Bis zum Ablegen am nächsten Morgen bleibt uns noch genügend Zeit, uns häuslich in unserer gemütlichen Kabine einzurichten und die Vorfreude auf kommende Abenteuer zu genießen.